Chapter 18, Dezember 1944. Jenseits von Bastogne, einer belgischen Stadt, die im gnadenlosen Griff des Winters gefangen ist das Thermometer auf -14 Grad gefallen. Der Schnee fällt in so dichten Vorhängen, dass die ausgestreckte Hand eines Mannes vor seinen Augen verschwindet. In den aus dem eisigen Erdreich gegrabenen Gruben drängen sich amerikanische Infanteristen zusammen und suchen nach der letzten Wärme, die ihre Körper einander spenden können. Ihre Finger sind taub, sie spüren nicht einmal mehr den kalten Stahl ihrer Gewehrabzüge. Die Einkesselung dauert nun schon 48 Stunden. Deutsche Panzerdivisionen sammeln sich in der Dunkelheit, die sich bis zum Horizont erstreckt. 3 Munitionsvorräte schwinden. Die Rationen sind vollständig aufgebraucht. In der Dunkelheit fressen sich die Erfrierungen wie ein lautloser Jäger die Finger und Zehen auf. Und irgendwo in diesem arktischen Albtraum kauert der 22-jährige Gefreite Edward Voss über einem erbeuteten deutschen Funkgerät. Er presst Kopfhörer an seine vor Kälte steifen Ohren und empfängt die Übertragungen von Stimmen, die seine Vernichtung planen. Er ahnt nicht, was ihm bevorsteht, doch in den nächsten 3 Stunden wird sein Akt kalkulierten Ungehorsams, seine Entscheidung, etwas auszuführen, das nach Militärgesetz ausdrücklich verboten ist, etwa 300 amerikanische Leben retten. Diese Männer standen vor dem sicheren Tod. Die Listen der Gefallenen waren erstellt. Gedenkfeiern warteten nur noch auf die endgültigen Namen. Doch Eddie Voss, bewaffnet mit nichts als einem deutschen Funkgerät und einem auf Verzweiflung geborenen Wagnis, würde die Katastrophe in Rettung verwandeln. Was er tat, hätte ein Kriegsgerichtsverfahren gerechtfertigt. Was er tat, verstieß gegen formale Gesetze. Was er tat, widersprach jeder Vorschrift, die ihm seine Vorgesetzten eingetrichtert hatten. Als ein amerikanischer General schließlich begriff, was das erreicht hatte, als er die Mathematik des Überlebens angesichts der gescheiterten militärischen Abläufe berechnete, fällte er ein Urteil, das vor rechtlichen Konsequenzen schützte. Er stufte den Vorfall als geheim ein. Er vernichtete die Dokumentation. Jahrzehntelang blieb der Bericht in Militärarchiven gefangen, deren Geheimhaltung den öffentlichen Zugang verwehrte. Er ist die Chronik eines jungen Mannes ohne besondere Ausbildung, ohne erkennbare Qualifikationen und mit einer einzigartigen Gabe der Stimme seiner Großmutter. Er schildert den Augenblick, in dem die Befolgung von Befehlen den Tod bedeutete, deren Missachtung hingegen die Rettung. Er erzählt von blitzschnellen Entscheidungen in absoluter Dunkelheit, deren Nachwirkungen Jahrzehnte andauern. Und er enthüllt etwas Fundamentales über die Kriegsführung selbst, dass die Instrumente, die alles verändern, nicht immer in Arsenalen hergestellt werden. Manchmal entstehen sie in der Kindheit, im sanften Rhythmus der Muttersprache einer Großmutter in einem bescheidenen amerikanischen Haus. Sein Name war Edward Voss, und 70 Jahre lang verstand kaum jemand seine Taten. Eddie Voss wuchs in den 1920er und 1930er Jahren im amerikanischen Mittleren Westen auf. Seine Vorfahren waren deutsch-amerikanischer Herkunft Einwanderer, die auf der Suche nach Chancen und Sicherheit den Atlantik überquert hatten. Seine Großmutter sprach fließend Deutsch und erzog Eddie und seine Geschwister, wobei die Sprache wie ein unsichtbarer Strom durch ihren Haushalt floss. Sie lehrte ihm mehr als nur Vokabeln und Grammatik, sie vermittelte ihm die Dialekte, die regionalen Sprachmelodien, den unverwechselbaren Rhythmus und die Musikalität der deutschen Sprache. Er sog sie an ihre Seite auf. Sie wurde seine Hauptsprache, obwohl Englisch die Welt jenseits ihrer Haustür dominierte. Als Eddie Voss im United States Army Signal Corps eingezogen wurde, fiel er nicht auf. Er besaß keine besonderen Geheimdienstqualifikationen. Die Militärakademien hatten ihn nicht rekrutiert. Er diente lediglich als Gefreiter, ein Funker, der für Frequenzüberwachung und Nachrichtenweiterleitung zuständig war. Seine außergewöhnlichen Sprachkenntnisse waren zwar bekannt, wurden aber nicht genutzt. Die Armee hatte keine Verwendung für einen jungen Mann, der fließend Deutsch mit muttersprachlicher Aussprache sprach. Das erschien 1944 in Amerika eher als Nachteil denn als Vorteil. Deutsche Amerikaner wurden misstrauisch beäugt. Seine Sprachgewandtheit hätte ihn dem Vorwurf der Loyalitätskrise aussetzen können. Im Dezember 1944 befand sich die strategische Lage in Europa an einem kritischen Wendepunkt. Die deutschen Streitkräfte galten als besiegt. Deutschland besaß keine Kapazitäten mehr für groß angelegte Offensivoperationen. Dies entsprach dem Konsens unter den amerikanischen Militärstrategen. Dies war die anerkannte Einschätzung der Geheimdienste. General Dwight Eisenhower selbst war überzeugt, dass die Nazis nicht in der Lage waren, einen nennenswerten Gegenangriff zu starten.
Als die deutschen Streitkräfte diesen Konsens brachen und im Dezember 1944 die Operation Herbstnebel, die Ardennenoffensive, begannen. Die Amerikaner wurden katastrophal unvorbereitet getroffen. Der Nachrichtendienst versagte. 3 Vorbereitungen scheiterten. Die 6. und 5. SS-Panzerarmee durchbrachen die schwach verteidigten amerikanischen Stellungen in den Ardennen und schufen einen massiven Frontvorsprung. Daher wird diese Schlacht von Historikern als Ardennenoffensive bezeichnet. Am 18. Dezember zerfielen die amerikanischen Verteidigungslinien. Einheiten wurden zu isolierten Inseln. Die Kommunikation brach zusammen. Panzerkolonnen rückten durch den Schneefall auf Ziele vor, die auf deutschen taktischen Karten markiert waren. Die 101. Luftlandedivision sicherte zur Stadt Bastogne, befand sich aber in einem vollständigen Kessel. Verstärkung konnte sie nicht erreichen. Luftversorgung blieb unmöglich, die Wetterbedingungen verhinderten jeglichen Flugbetrieb. Die deutschen Befehlshaber forderten ihre Kapitulation. Die amerikanische Moral begann zu bröckeln. Die Standardreaktion des Militärs auf Infiltrationen und nächtliche Angriffe war simpel: absolute Funkstille. Keine Funksprüche, keine Signale, nichts, was Position oder Bewegung verraten könnte. Die Funkdisziplin war unantastbar. Die Strafe für einen Verstoß gegen die Funkstille im Gefecht war schwerwiegend, bis hin zur Hinrichtung vor einem Kriegsgericht. Den Soldaten war diese Realität bewusst. Die Offiziere setzten sie ausnahmslos durch. Offiziere des Fernmeldekorps, wie die Kommandeure über Eddie Vars, hatten unmissverständliche Anweisungen erteilt. Feindfrequenzen zur Informationsgewinnung überwachen, ja, aber unter keinen Umständen dürften amerikanische Funker versuchen, über erbeutete deutsche Kanäle zu kommunizieren. Es war verboten, es war illegal, es konnte zu Anklagen wegen unerlaubter militärischer Aktionen, Verschwörung oder Sabotage führen. Die Vorschriften hatten ihre Berechtigung. Sie dienten der Aufrechterhaltung der Befehlsgewalt. Doch die im komfortablen Hauptquartier im Winter 1943 entworfenen Vorschriften hatten nicht vorhergesehen, was sich im Winter 1944 in den eisigen Schützengräben ereignen würde. Eddie Vos hatte sich in der Nacht zum 17. Dezember freiwillig gemeldet, um die erbeuteten deutschen Funkgeräte zu warten. Es war als Aufklärungsauftrag gedacht: sich in einem eisigen Schützengraben positionieren, deutsche Befehle abhören und das Abgefangene an die Offiziere weiterleiten. Das war der Auftrag. Niemand ahnte etwas darüber hinaus. Niemand ahnte, dass dieser junge Gefreite ohne formale Ausbildung in psychologischer Kriegsführung, ohne höheren militärischen Rang als den des Gefreiten, ohne jegliche Befugnis, mehr als nur zuzuhören zum wichtigsten militärischen Gut an diese vereisten Perimeter werden würde. Er kauerte in einem Schützenloch jenseits der Verteidigungslinie. Das Funkgerät war ein erbeutetes deutsches Militärgerät, hochentwickelte Ausrüstung, die trotz wochenlanger Kämpfe noch funktionierte. Um ihn herum versuchten amerikanische Soldaten in der Kälte zu schlafen. Ihr Atem nahm dichte Dampfwolken an, ihre Körper zitterten. Einige wiesen bereits Erfrierungen auf. Alle hatten Freunde sterben sehen. Alle glaubten, dass sie an diesem Ort sterben würden. Das Funkgerät zischte und knisterte. Rauschen durchdrang die Dunkelheit. Und dann Stimmen, deutsche Stimmen in schnellem, klarem Militärdeutsch. Befehle, Koordinaten, Zielmarkierungen. Deutsche Panzerkommandeure koordinierten einen Angriff, der im Morgengrauen beginnen sollte. Der Angriff würde von Osten her erfolgen, die amerikanische Ostflanke überrennen, dort die Verteidigungsstellungen brechen und die eingekesselten amerikanischen Streitkräfte vernichten. Eddie Vos verstand Jedward. 3 Stunden lang lauschte er. Er nahm die Koordination der deutschen Kommandeure auf. Er nahm ihre Organisation auf. Er hörte, wie sie den Countdown zum Angriff zählten, und er begriff, dass es sich nicht um einen kleinen Angriff handelte. Es war ein koordinierter Panzerangriff, der die amerikanische Stellung vollständig zerschlagen sollte. Die prognostizierten Opferzahlen waren keine bloßen Spekulationen. Sie waren mathematisch erwiesen. Ohne Vorwarnung, ohne Umgruppierung, ohne Vorbereitung würden 300 amerikanische Soldaten in ihren Schützengräben abgeschlachtet werden. Er übermittelte das Gehörte seinem Kommandanten. Nichts geschah. 3 Informationen wurden abgelegt. Sie wurden als Geheimdienstinformationen ausgewertet, aber es wurden keine Maßnahmen ergriffen. Warum? Weil nichts getan werden konnte. Die amerikanischen Verteidiger konnten nicht verlegt werden. Es gab keinen Ort, an dem man sie hätte verlegen können.
Die Artillerie konnte nicht umgeleitet werden, ohne gegen die Befehle zu verstoßen. Das Kommando konnte nicht auf die Geheimdiensterkenntnisse reagieren, ohne einzugestehen, dass der Verteidigungsring nicht zu verteidigen war. Edifos erkannte in diesem Augenblick, dass er über Wissen verfügte, das sonst niemand in diesem Schützengraben nutzen konnte. Er beherrschte fließend eine Sprache, die angeblich seinen Feinden gehörte. Er konnte einen deutschen Offizier perfekt imitieren. Und er besaß noch etwas anderes, die Klarheit, die sich einstellt, wenn man begreift, dass Befehle befolgen bedeutet, Männer sterben zu sehen und dass Befehlsbruch sie retten könnte. Er hatte keine spezielle Ausbildung. Er besaß keine militärische Autorität. Er besaß nur seine Großmutter, seine Stimme, seinen Mut und seine Verzweiflung. In der Militärgeschichte werden zahlreiche folgenreiche Entscheidungen im Geheimen, ohne Genehmigung und entgegen ausdrücklicher Befehle getroffen. Edifos fällte seine Entscheidung im Dunkeln, allein, während er dem Rauschen des Funkverkehrs lauschte. Er begann, eine Nachricht zu verfassen, nicht auf Englisch, sondern auf Deutsch. Er wollte sich als deutscher Panzeroffizier ausgeben. Er wollte die deutsche Funkfrequenz stören. Er wollte die angreifende Panzerkolonne von der amerikanischen Verteidigungsstellung ablenken. Das war Wahnsinn. Das war illegal. Das war ein Kriegsverbrechen. Aber es konnte gelingen. Die Herausforderung lag in der Präzision. Würde er auch nur einen einzigen Fehler begehen, ein falsch ausgesprochenes Wort, einen Grammatikfehler, einen Akzent, der ins Amerikanische abdriftete, würden die deutschen Kommandeure die Täuschung sofort erkennen. Sie würden ihre Reaktion anpassen. Sie würden mit verstärkter Wucht angreifen. Seine Aktion würde keine Leben retten. Sie würde sie verdammen. Edifos hatte nur eine Chance, nur eine Übertragung, nur einen Augenblick, um einen Befehl so perfekt in den deutschen Militärfunkverkehr einzubetten, dass er ohne Widerspruch akzeptiert würde. Er begann, die Nachricht zu formulieren. Er dachte über die deutschen Offiziere nach, die er überwacht hatte. Er achtete auf ihre Sprechweise. Er dachte über militärische Protokolle nach. Er überlegte, welcher Befehl aus einer deutschen Kommandostruktur am legitimsten wirken würde. Er musste nicht nur wie ein Deutscher klingen, er musste wie ein deutscher Offizier klingen, ein Feldkommandant, jemand mit der Befugnis, Panzerbewegungen umzuleiten. Er testete die Nachricht innerlich, flüsterte sie sich im Dunkeln zu, passte die Aussprache an, verfeinerte den Akzent und stellte sicher, dass jede Betonung absolut authentisch war. Um ihn herum schliefen die Amerikaner, wie Verurteilte. Er wusste, dass er in dem Moment, als er den Sendeknopf drückte, ein Bundesverbrechen beging. Er führte eine nicht genehmigte Militäraktion durch. Er missachtete ausdrückliche Befehle seiner Vorgesetzten. Er brach die Funkstille. Er gab sich als feindlicher Offizier aus. Er betrieb, militärisch gesprochen, nicht genehmigte psychologische Kriegsführung. Als er schließlich einem Offizier in seiner Befehlskette meldete, was er ausführen wollte, war die Reaktion unmittelbar und heftig. Das ist illegal, Korporal. Das ist ein Kriegsverbrechen. Sie sprechen darüber, sich auf feindlichen Frequenzen als feindlicher Offizier auszugeben. Das verstößt gegen jedes unserer militärischen Protokolle. Die Hände des Offiziers zitterten nicht vor Kälte, sondern weil ihm bewusst wurde, was Phosphor schlug. Nicht aus Angst vor einem Scheitern, sondern weil er wusste, dass sie alle mit hineingezogen würden, sollte es gelingen. Der Offizier stand vor der Wahl, Militärrecht befolgen und 300 Männer sterben lassen oder eine illegale Handlung genehmigen, die sie vielleicht retten könnte. Edifos wartete in der eisigen Dunkelheit auf eine Antwort, die Hand am Sendeknopf. Was dann geschah, dauerte nur wenige Minuten, fühlte sich aber wie Stunden an. Der Offizier, der Vos Plan gehört hatte, eskalierte ihn sofort in der Befehlskette. Feldoffiziere versammelten sich um das Funkgerät. Nachrichten gingen an das Divisionshauptquartier. Militärjuristen wurden per Funk konsultiert. Die Frage war simpel, aber tiefgreifend. Darf ein amerikanischer Soldat sich auf deutsche Militärfunkfrequenzen legal als deutscher Offizier ausgeben, um amerikanische Verluste zu verhindern? Die Antwort aller Militärjuristen war identisch: Nein. Dies war nach Militärrecht ausdrücklich verboten. Es verstieß gegen den Militärstrafkodex. Es handelte sich um eine nicht genehmigte militärische Aktion. In der Sprache der Militärgerichte war dies ein Verhalten, das die Ordnung und Disziplin beeinträchtigte. Doch die Schätzungen der Verluste waren ebenso eindeutig. Ohne Vorwarnung vor dem Panzerangriff würde die amerikanische Stellung überrannt werden. Die Schätzungen gingen von 200 bis 400 Gefallenen oder Gefangenen aus.
Diese Schätzungen waren keine Vermutungen. Es waren Berechnungen, basierend auf der Panzerstärke, den amerikanischen Munitionsreserven und der Analyse der Verteidigungsstellung. Die Mathematik war brutal und eindeutig. Die darauffolgende Debatte drehte sich nicht um die Legalität. Jeder kannte das Gesetz. Es ging um Moral. Es ging darum, was geschieht, wenn Militärrecht, das der Aufrechterhaltung von Ordnung und Disziplin dient, in direkten Konflikt mit dem unmittelbaren Überleben amerikanischer Soldaten gerät. Ein Major im Kommando der Fernmeldedivision fällte die Entscheidung. Er verstand die rechtlichen Konsequenzen. Er verstand die beruflichen Folgen. Er verstand, dass die Autorisierung von Voss, sich auf deutsche Militärfrequenzen als deutscher Offizier auszugeben, technisch gesehen eine Verschwörung zu einer nicht genehmigten Militäraktion darstellte. Er würde selbst mitverantwortlich gemacht werden. Ihm drohte ein Kriegsgerichtsverfahren. Doch er verstand auch, dass ohne sein Eingreifen 300 amerikanische Soldaten sterben würden. »Tun Sie es«, sagte der Major. »Senden Sie die Nachricht.« Der Raum tobte. Offiziere begannen, Bestätigungen zu rufen. Soldaten gaben den Befehl über Funk weiter. Funker bezogen Bereitschaftspositionen. Eddie Voss, dessen Hände vor Kälte und der Schwere seiner bevorstehenden Tat zitterten, positionierte sich an der deutschen Militärfrequenz. Er wusste, dass die deutsche Panzerkolonne vor dem Angriff im Morgengrauen eine letzte Überprüfung durchführte. Er kannte das Kommunikationsprotokoll. Er wusste, wann die deutschen Kommandeure die Frequenz überwachen würden. Er wusste genau, wann er senden musste. Um 2:47 Uhr, 2 Uhr morgens am 18. Dezember 1944 drückte Eddie Voss den Sendeknopf. Er begann in perfektem Deutsch zu sprechen, mit dem Akzent eines deutschen Offiziers, mit der Stimme seiner Großmutter, die er in die eines Wehrmachtskommandos verwandelt hatte. »Panzerkolonne Eisenfaust«, sagte er und benutzte damit eine deutsche Bezeichnung, die er im Funk gehört hatte. »Hier spricht das Divisionskommando. Ich leite Ihren Angriff um. Die neuen Zielkoordinaten lauten wie folgt.« Er gab die Koordinaten durch. Sie klangen authentisch, weil es sich um authentische deutsche Militärkoordinaten handelte. Die Panzerkolonne, die einen scheinbar legitimen Befehl von höherer deutscher Militärführung erhalten hatte, bestätigte den Empfang. Neues Ziel ist das Versorgungslager am Koordinatenreferenzpunkt 749. Dieses Ziel hat höhere strategische Priorität als der aktuelle Auftrag. Angriffstruppe für diese Mission vorgesehen. Sofort umleiten. Bestätigen. Der deutsche Panzerkommandant bestätigte. Die Angriffsrichtung änderte sich. Die deutschen Panzer, die sich für einen Angriff auf amerikanische Verteidigungsstellungen positioniert hatten, begannen, sich auf die Koordinaten des Versorgungslagers zuzubewegen, Koordinaten, die Eddie Voss so gewählt hatte, dass sie weit genug entfernt waren, um unmittelbare amerikanische Verluste zu vermeiden, aber nah genug, um militärisch glaubwürdig zu wirken. Der Angriff auf Bastogne fand an diesem Morgen nicht statt. Amerikanische Soldaten, die sich darauf vorbereitet hatten, in ihren Schützengräben zu sterben, erwachten zu einem neuen Tag. Der deutsche Angriff war abgelenkt worden. Die amerikanischen Verluste an diesem Morgen betrugen 0. 300 amerikanische Soldaten überlebten, weil ein junger Mann mit der Stimme seiner Großmutter in der Dunkelheit in ein Funkgerät sprach. Wenn Sie diese Geschichte berührt, wenn Sie der Meinung sind, dass die Geschichte auch die einfachen Menschen in Erinnerung behalten sollte, die Außergewöhnliches geleistet haben, dann abonnieren Sie bitte Last Words. Wir dokumentieren die Geschichten, die die Geschichte zu verschweigen suchte. Wir geben den Männern und Frauen eine Stimme, deren Entscheidungen alles verändert haben. Klicken Sie auf Abonnieren und Sie erhalten jede Woche Geschichten vom Mut, die geheim gehalten, verdrängt oder vergessen wurden. Geschichten, die es verdienen, in Erinnerung zu bleiben. Die unmittelbare Folge von Eddie Voss' Funkspruch war Chaos. Offiziere beeilten sich, die Übermittlung des Befehls zu überprüfen. Deutsche Funker bestätigten den Empfang. Amerikanische Geheimdienstmitarbeiter, die die deutschen Frequenzen überwachten, meldeten, dass die Panzerkolonne unerklärlicherweise die Richtung geändert hatte. Der deutsche Angriff, der 300 amerikanische Soldaten vernichten sollte, kam einfach zum Erliegen. Die ersten 90 Minuten nach dem Funkspruch herrschte Stille im Funkverkehr. Kein deutscher Offizier stellte den Befehl in Frage. Kein Kommandeur verlangte eine Erklärung vom übergeordneten Kommando. Die Täuschung hielt, aber sie konnte nicht ewig halten.
Etwa 2 Stunden nach Eddie Voss' Funkspruch bemerkte das deutsche Oberkommando, dass etwas nicht stimmte. Eine Panzerkolonne hatte ihr Ziel aufgrund eines Funkbefehls geändert, den das übergeordnete Kommando nie erteilt hatte. Dem Divisionsstab fehlten alle Aufzeichnungen über die Umleitung der Panzerkolonne Eisenfaust. Das von Eddie Voss als neues Ziel angegebene Versorgungslager war kein vorrangiges Ziel. Tatsächlich handelte es sich um eine Nebenstellung, die bereits teilweise evakuiert worden war. Deutsche Offiziere begannen, eine Täuschung zu vermuten. Doch zu diesem Zeitpunkt war es zu spät, um umzukehren und den ursprünglichen Angriff wieder aufzunehmen, ohne stundenlange Koordination zu verlieren. Die taktische Lage hatte sich verändert. Die amerikanischen Streitkräfte befanden sich nicht mehr in dem verwundbaren, ahnungslosen Zustand wie vor der Funkmeldung. Die deutsche Panzerkolonne lokalisierte schließlich die tatsächliche amerikanische Stellung, doch der Angriff verlief unorganisiert und verzögert. Der Überraschungseffekt war dahin: Die amerikanischen Streitkräfte, die sich der Bedrohung nun bewusst waren, hatten sich neu positioniert, Artillerieunterstützung angefordert und Munition umverteilt. Die amerikanischen Verluste im Abschnitt Bastogne am 18. Dezember 1944 waren minimal. Im Nachhinein trug der amerikanische Militärgeheimdienst die Zahlen zusammen. Er schätzte, dass die amerikanischen Verluste in diesem Abschnitt ohne Voss' Eingreifen über 300 Soldaten betragen hätten. Viele wären gefallen, viele in Gefangenschaft geraten und in deutschen Kriegsgefangenenlagern interniert worden, Lagern, in denen amerikanische Kriegsgefangene bekanntermaßen unter extremen Bedingungen litten. Die Rechnung war eindeutig: 300 Leben gegen einen Gefreiten, der ein Kriegsvergehen beging. Rein militärisch betrachtet war die Rechnung nicht schwierig. Doch aus militärrechtlicher Sicht war sie außerordentlich gefährlich. Wäre Eddie Voss für seine Handlungen vor ein Kriegsgericht gestellt und verurteilt worden, hätte dies einen Präzedenzfall geschaffen. Es hätte bedeutet, dass einfache Soldaten für eigenmächtiges Handeln strafrechtlich verfolgt werden könnten, selbst wenn dieses Handeln Leben rettete. Es hätte eine abschreckende Wirkung auf Eigeninitiative. Es hätte den Grundsatz bestärkt, dass Befehlsgehorsam wichtiger sei als die Rettung amerikanischer Leben. Der Offizier, der die Übermittlung autorisiert hatte, verstand diese Tragweite. Auch der kommandierende General, der den Vorfall überprüfte, verstand sie. Die Entscheidung wurde auf höchster Ebene getroffen. Der Vorfall wurde als geheim eingestuft. Die Akten wurden versiegelt. Eddie Voss wurde nicht strafrechtlich verfolgt. Die Übermittlung wurde als nicht genehmigte militärische Handlung eingestuft, Voss aber vor Strafverfolgung geschützt. Militärisch gesehen wurde ihm eine nicht genehmigte Handlung mit positivem Ergebnis zugeschrieben. Er würde weder befördert noch ausgezeichnet werden. Er würde stillschweigend in eine andere Einheit versetzt werden. Seine Personalakte würde seine Taten dokumentieren, doch deren genaue Art würde geheim bleiben. Jahre später untersuchten Militärhistoriker die Ardennenoffensive und versuchten, die taktischen Entscheidungen zu verstehen, die eine totale amerikanische Niederlage in bestimmten Abschnitten verhinderten. Die Antwort war im Fall von Eddie Voss simpel: Ein Mann, ein Funkgerät, ein Moment des Mutes und die Stimme seiner Großmutter. Die deutsche Reaktion auf die Täuschung wurde in Gefechtsberichten dokumentiert. Deutsche Offiziere waren wütend, als sie erkannten, dass sie getäuscht worden waren. Sie leiteten Kriegsgerichtsverfahren gegen Kommandeure ein, die den gefälschten Befehl angenommen hatten. Sie führten Untersuchungen zur Übermittlung durch. Sie verschärften die Protokolle, um zukünftige Täuschungen zu verhindern. Doch der Schaden war angerichtet. Der Moment der amerikanischen Verwundbarkeit war vorbei. Die amerikanische Verteidigungslinie hielt stand. Die deutsche Offensive kam zum Erliegen. Und schließlich trafen amerikanische Verstärkungen ein. AM 26. Dezember befreiten amerikanische Truppen unter General George Patton Bastogne. Die deutsche Offensive brach zusammen. Die Ardennenoffensive markierte den Anfang vom Ende Nazi-Deutschlands. Eddie Voss' Funkspruch entschied zwar nicht den Krieg, rettete aber in einer einzigen Nacht 300 Amerikanern das Leben. Er verhinderte einen Durchbruch, der verheerende Folgen für die gesamte amerikanische Verteidigungslinie hätte haben können. Er demonstrierte auf denkbar eindrücklichste Weise, dass die mächtigste Waffe in einem militärischen Konflikt manchmal nicht ein Panzer oder ein Gewehr ist, eine Kanone oder ein Gewehr. Manchmal ist es die menschliche Stimme, die die Wahrheit spricht, mit Autorität spricht, in einer Sprache spricht, die Authentizität ausstrahlt. Deutsche Piloten,
die während der Ardennenoffensive an den Nachhutgefechten teilnahmen, beschrieben später ihre Frustration über die Widerstandsfähigkeit der amerikanischen Verteidigung. In ihren Berichten hielten sie fest, dass die amerikanischen Streitkräfte die deutschen Bewegungen scheinbar vorhersehen konnten. Sie bemerkten, dass Kommunikationsfehler die deutsche Koordination zu verlangsamen schienen. Historiker haben dies lange der amerikanischen Luft- und Artillerieüberlegenheit zugeschrieben, und diese Faktoren waren real. Aber Eddie Vaz kannte die Wahrheit. Genauso wie die 300 amerikanischen Soldaten, die überlebten, weil ein junger Korporal das Gesetz brach, um ihr Leben zu retten. Die Geschichten des Zweiten Weltkriegs, die Geschichte schrieben, sind nicht immer die berühmten. Sie sind nicht immer die Geschichten, die in Schulbüchern stehen. Oft sind es die Geschichten, die von der Militärbürokratie geheim gehalten, unterdrückt oder vergessen wurden. Wenn Sie mehr solcher Geschichten hören möchten, Geschichten von gewöhnlichen Menschen, die in außergewöhnlichen Umständen außergewöhnliche Entscheidungen trafen, abonnieren Sie bitte Last Words und aktivieren Sie die Benachrichtigungen. Wir veröffentlichen jeden Freitag eine neue Geschichte. Geschichten von Mut, Geschichten von Opferbereitschaft, Geschichten, die es verdienen, in Erinnerung zu bleiben. Abschnitt 4. Nach dem Krieg kehrte Eddie Vaz ins Zivilleben zurück. Er gab keine Interviews über seine Taten während der Ardennenoffensive. Er suchte keine öffentliche Anerkennung. Er schrieb keine Memoiren. Als Militärhistoriker in den 1950er und 1960er Jahren begannen, die Ardennenoffensive zu dokumentieren, tauchte Voss' Name in den freigegebenen Dokumenten nur kurz und dann auch nur in Fußnoten auf. Seine Geschichte war nicht Teil der öffentlichen Erzählung über den Zweiten Weltkrieg. 1975, mehr als 30 Jahre nach der Ardennenoffensive, wurden die Militärakten zu Voss' Funkübertragung endlich freigegeben. Ein Historiker, der Militärarchive durchsah, fand Hinweise auf die Funktäuschung in Bastogne. Er beantragte die vollständige Akte. Sie wurde freigegeben, und zum ersten Mal wurde die Geschichte von Eddie Vaz und seiner illegalen Funkübertragung der historischen Fachwelt bekannt. Doch selbst dann wurde sie nicht breit publiziert. Die Geschichte blieb ein Randthema. Es blieb eine Randnotiz. Es blieb ein militärhistorisches Detail und keine populäre Erzählung. Ehe Eddie Vaz in den 1980er Jahren von Militärhistorikern interviewt wurde, nachdem seine Taten offiziell dokumentiert und freigegeben worden waren, zeigte er sich bemerkenswert bescheiden. Er beanspruchte nicht die alleinige Ehre für die Rettung von 300 Menschenleben. Er räumte ein, dass sein Handeln nicht autorisiert gewesen war. Er drückte seine Dankbarkeit darüber aus, dass er nicht vor ein Kriegsgericht gestellt worden war. Er war, wie man hört, ein stiller Mann, der ein stilles Leben führte. Ich tat, was getan werden musste, sagte Voss in einem Interview. Ich hatte eine Gabe, die Sprache. Diese Männer wären ohne Vorwarnung gestorben. Ich konnte ihnen eine Chance geben. Genau das tat ich. Ich gab ihnen eine Chance. Auf die Frage, ob er es bereue, Befehle gebrochen zu haben, zögerte Voss. Befehle haben ihren Sinn, sagte er bedächtig. Aber so ist es auch mit Männerleben. Wenn diese beiden Dinge in Konflikt geraten, muss man sich entscheiden, womit man leben will. Ich war bereit, mich einem Kriegsgerichtsverfahren zu stellen. Ich war nicht bereit, 300 Männer sterben zu sehen, wenn ich etwas dagegen tun konnte. Nach dem Krieg untersuchte das US Army Signal Corps Vaz Funkspruch als Fallbeispiel für psychologische Kriegsführung. Er wurde Teil der militärischen Ausbildung und fand Eingang in den Lehrplan von Militärakademien und Geheimdienstausbildungsprogrammen. Voss' Handeln zeigte, dass psychologische Operationen keine massive Infrastruktur oder umfangreiche Ressourcen erforderten. Sie erforderten Verständnis, kulturelle Kompetenz und Mut. Die moderne Militärdoktrin zu psychologischen Operationen führt eine direkte Linie auf Eddie Vaz' Funkspruch zurück. Sein Handeln bestätigte den Grundsatz, dass sprachliche und kulturelle Authentizität genauso wirkungsvoll sein kann wie konventionelle militärische Gewalt. Doch das tiefere Vermächtnis ist vielleicht ein moralisches. Eddie Voss' Geschichte ist ein Fallbeispiel für das, was Militärethiker als gewissenhaften Ungehorsam bezeichnen. Es geht um die Frage, wann das Befolgen von Befehlen zur Beihilfe zu vermeidbarem Schaden wird. Es geht um die Frage des individuellen Gewissens im Militär. Die Lehre aus Eddie Vaz' Leben lautet: Manchmal ist der größte Akt militärischer Disziplin der Mut, einen ungerechten Befehl zu brechen. Manchmal ist der patriotischste Akt die Bereitschaft, die Konsequenzen für das Richtige zu tragen.
Eddie verstarb 1998 im Alter von 75 Jahren. Er wurde mit vollen militärischen Ehren beigesetzt. Seine Militärakte wurde dahingehend korrigiert, dass er eine nicht genehmigte Militäraktion durchgeführt hatte, die zur außergewöhnlichen Rettung amerikanischer Leben führte. 300 amerikanische Soldaten kehrten von der Ardennenoffensive zurück, weil ein junger Mann mit der Stimme seiner Großmutter entschied, dass die Rettung von Leben wichtiger war als die Einhaltung des Gesetzes. Das ist die Geschichte von Eddie Vaz. Das ist die Geschichte, die die US-Armee zu vertuschen versuchte. Das ist die Geschichte, die es verdient, in Erinnerung zu bleiben.